zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute wieder Camaro-Zeit. Im letzten Video hatte ich ja eine kleine Spritztour machen wollen und hatte dann aber das Problem, dass nachdem ich die Batterie getauscht habe, ihr seht, sie ist schon wieder am Laden, aber sie zeigt grün an. Wir werden es gleich erfahren, was der wirkliche Status ist. Genau, letztes Mal wollte ich, wie gesagt, eine kleine Probefahrt machen, hatte dann erst das Problem mit der Batterie und konnte dann keinen Gang einlegen. Die Vermutung ist jetzt, dass das Fehlen oder das nicht ausreichend Vorhandensein von Getriebeflüssigkeit dazu führt, dass ich die Gänge nicht einlegen kann, denn ich habe bereits gemessen hinten. Es ist definitiv Minimum oder unter Minimum. Das kann bei den Getrieben dazu führen, dass kein Kraftschluss entsteht, weil nicht genug Flüssigkeit im Wandler vorhanden ist. Das muss ich dann aber, wie gesagt, jetzt heute testen. Und dafür habe ich besorgt ATF3 Getriebeöl, in dem Fall von Liqui-Moly, aber wichtig ist einfach nur die Spezifikation ATF3. Dann habe ich mir verschiedene Befüllhilfen besorgt, denn ich muss das jetzt oben über den Ölpeilstab vom Getriebe werde ich das einfüllen und da ist ja die Öffnung relativ klein, deswegen habe ich jetzt hier so ein, kennt man eigentlich sonst aus dem Computerbereich, wenn man Wasserkühlungen befüllt. Dann habe ich hier nochmal verschiedene große Trichter. Den hier werde ich nicht verwenden oder ich muss ihn erstmal sauber machen. Jetzt gucke ich mal, was sozusagen an Trichtern passt. Und je nachdem werde ich dann da, sage ich mal, auf jeden Fall mal einen halben Liter nachfüllen. Dann mal gucken, wie sich es verhält. Ich muss dazu das Fahrzeug starten, denn nur im laufenden Motor bzw. im Leerlauf, wenn der Motor an ist, kann man den Füllstand der Getriebeölflüssigkeit kontrollieren. Und da es jetzt Minimum bzw. unter Minimum ist, werde ich auf jeden Fall mal einen halben Liter nachkippen, vielleicht sogar einen ganzen Liter, mal gucken. Und dann erst einmal starten und schauen, wie sich es verhält. Und im Idealfall ist dann mit der neuen Batterie und dem wieder aufgefüllten Getriebeöl das Problem dann beseitigt. Das ist natürlich dann keine permanente Lösung, aber wie gesagt, Getriebe, Motor und Hinterachse kommen ja neu. Dennoch muss ich das Fahrzeug einmal zum Instandsetzer fahren. Das heißt, ich muss jetzt gucken, dass ich den irgendwie wieder gangbar bekomme. Und jetzt, wie gesagt, geht es eben in Richtung Ölpeilstab, dass ich dort einmal schaue, welcher Trichter passt und wie kann ich das am besten nachfüllen. So, das erste, was ich jetzt mache, ich verpasse dem Ölpeilmessstab ein kleines Lätzchen, denn so wie ich mich kenne, wird das ganz bestimmt tropfen und ölen. Und dann nehme ich mir jetzt einfach hier so ein Tuch und binde das da drum herum, sofern ich da hinkomme. So, damit wäre das schon mal versorgt und jetzt schaue ich mal, welcher von meinen Trichtern dort passt. Das Loch ist eigentlich relativ groß. Etwas Glück kriege ich da auch den großen Trichter rein. Dann dauert das nicht so lange zum Befüllen. Ein Träumchen, hervorragend. Das ist echt super. Dann hole ich mir jetzt die ATF3 Getriebeflüssigkeit. Die hat sogar so ein Ausziehschnorchel. Das kann ich euch mal zeigen. Das kenne ich auch schon von den Hinterachs-Getriebeflüssigkeiten. Die haben hier oben so einen eingebauten Schnorchel. Den kann man rausziehen. Ja, brauche ich jetzt in dem Fall nicht. Habe ja den Trichter. Aber wenn man das von unten irgendwo befüllen will, ist das immer ganz hilfreich. Super, dass die immer Luft zieht. Ich gucke mal, ob ich den Deckel einfach abmache. Ja, einfach geht nicht. Dann lasse ich ihn erstmal dran. Drücke ich einfach ein wenig. Wie gesagt, ich fülle jetzt hier mindestens mal eine halbe Flasche ein, vielleicht auch ein bisschen mehr.
bis jetzt läuft noch nichts über. Nee, aber ich meine, so viel. Also ich sag mal, zwischen Maximum und Minimum sollte mindestens mal 1 Liter liegen, hätte ich jetzt gesagt. Aber ja, das werde ich dann gleich in Erfahrung bringen. Jetzt habe ich gleich eine Flasche drin. So, also ein bisschen was habe ich jetzt noch in der Flasche drin. Ich habe es jetzt nicht komplett reingemacht. Und jetzt nehme ich mal das Papierlätzchen wieder weg. Da wird es ja dann immer gegebenenfalls auch ein bisschen wärmer. Ist das mit dem Papier vielleicht nicht so eine gute Idee? So, ich lege es aber mal noch nicht zu weit weg. Ich brauche das bestimmt noch mal. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das jetzt auf Anhieb auf die richtige Füllmenge bekommen habe. Wie gesagt, jetzt zu messen macht keinen Sinn. Das Fahrzeug muss laufen. Bedeutet, ich baue jetzt einmal kurz die Kamera um und dann starte ich das Fahrzeug. So, Batterie ist angeschlossen. Wie gesagt, Flüssigkeit habe ich jetzt ein bisschen aufgefüllt. Jetzt probiere ich mal, was er sagt. Ob er überhaupt direkt anspringt oder ob wir wieder ein Batteriethema haben. Okay, mal ein bisschen vorpumpen. So, nochmal probieren. Das ist doch gut. Jetzt der kritische Moment, wenn ich eine Stufe einlege. Ja, er hat sich ein bisschen bewegt. Ich löse mal die Parkbremse. Vielleicht habe ich Glück. Er rollt einwandfrei. Sau gut. Das war's. Perfekt. Jetzt rolle ich ihn mal noch ein Stückchen zurück. Super. Und jetzt kontrolliere ich noch mal die Flüssigkeit vorne. So, wie wir sehen können, Verbrennung so semi-gut. Aber darum geht es ja jetzt nicht, wenn man mich überhaupt versteht. Jetzt schaue ich einmal den Füllstand hier vorne nach. So, ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera erkennen kann, aber der bläut schon ganz ordentlich. Ja, ich habe den Füllstand kontrolliert. Das konnte ich euch jetzt im laufenden Motor nur schwer zeigen. Ich habe ihn gerade erst ausgemacht und ich hätte gesagt, ich hole jetzt den Peilstab noch mal raus und zeige euch das. So, boah, ganz schön rauchig hier. Also wie gesagt, ich bin super happy, dass es jetzt nur der Füllstand war. Jetzt probiere ich mal, ob ich das eingefangen bekomme. Das ist wahrscheinlich schwierig mit der Schärfe. Genau, die Kamera hat nur so Semi-Lust. Ja, ist das schwierig. So. Ich glaube, jetzt hat sie ein bisschen scharf gestellt. Also wie wir sehen können, das ist immer noch nicht perfekt. Das ist hier, weil sie jetzt sehr frisch ist, die Flüssigkeit, ist hier am unteren Ende. Aber es hat schon gereicht, dass er wieder funktioniert. Also dass die Gänge sich wieder schalten lassen. Und ich werde jetzt nochmal den Rest von der Flasche und nochmal so 25% von der zweiten Flasche auffüllen. Einfach damit ich safe bin. Und dann habe ich immer noch eine Flasche in Reserve, je nachdem, wie lange er dann jetzt wieder steht. Für den Fall, dass jetzt wieder in der Standzeit, so lange sollte er jetzt nicht mehr stehen. Wie gesagt, ich habe spätestens im Mai oder so den Termin beim Instandsetzer. Aber es kann ja sein, dass er trotzdem wieder relativ viel Flüssigkeit verliert. Habe ich diesmal vorgesorgt. Und zwar, ich habe mir eine Wanne besorgt, beziehungsweise von zu Hause einfach mitgebracht. Ich hole die mal. Damit jetzt, wenn ich da schon frisches Getriebeöl nachfülle, dass nicht alles auf den Boden läuft. Ich habe zwar auch so, das ist also diese Wanne, die ist relativ groß, wie man sehen kann, die ist fast so groß wie der ganze Motor. Ich packe die auch nochmal neben das Auto zum Größenvergleich. Die lege ich dann jetzt drunter, damit das Öl aufgefangen wird. Wie gesagt, ich habe schon Matten unterm Auto, weil ich das wusste, dass er ein bisschen ölt, aber das ist natürlich krass, dass er so viel Öl verliert, dass dann nachher selbst das Schalten nicht mehr möglich ist. So, das ist wie gesagt diese Wanne, die werde ich jetzt unter das Getriebe legen, denn dort tropft es ja immer ein bisschen. Ich habe hier zwar schon Matten drunter, kann das hier ganz leicht erkennen. Wie man sieht, ist da auch schon, sieht man nicht, einfach wieder zu dunkel. Ich hole mal ein Lämpchen. So, jetzt kann man das erkennen. Da ist tatsächlich schon wieder was neben die Matten gelaufen. Das ist echt grauenhaft, wie dieses Auto ölt. Also das wird hoffentlich besser, wenn der dann beim Instandsetzer war. Das ist echt die Pest. Jetzt schiebe ich da erstmal die Wanne drunter und hoffe dann, dass es damit gelöst ist, das Problem.
Also natürlich nicht gelöst, aber gelöst insofern, dass es mir nicht noch mehr hier auf den Boden tropft, denn das muss ich ja alles wieder sauber machen. So, jetzt schiebe ich da die Wanne drunter, um zu verhindern, dass das da noch mehr auf den Boden geht. Ich Glück, die passt gut drunter. Jetzt muss ich nur schauen. Ich sehe schon Tropfen. Hier so in dem Bereich, das müsste eigentlich passen. Jetzt gucke ich mal unter die Matten. Ja, hier am Rand ist ein bisschen was von der Matte, aber unter der Matte selbst ist tatsächlich noch sauber. Das zeige ich euch dann, wenn ich das Auto beim Instandsetzer habe. Also diese Matten, die kann ich echt empfehlen. Vorher hatte ich den ohne Matten, nur mit so einer Pappe. Das ist alles durchgesifft. Aber abgesehen, wie gesagt, von diesen Stellen hier am Rand, sieht das jetzt bei der Matte echt super aus. Ich habe auch mehrere Matten, also übereinander, untereinander, je nachdem, wie man das nennen möchte. Hier vorne sieht man das jetzt leider nicht. Aber an der Stelle zwischen Übergang Motor, Getriebe, dort, wo eben besonders viel raustropft, da habe ich, wie gesagt, 2 Matten übereinander. Und das hat sehr gut funktioniert. Wie gesagt, abgesehen von dem, was man jetzt hier ein bisschen am Rand sieht, das kann man dann leicht wieder wegmachen. Scheint, es haben die Matten ihren Job verrichtet, was echt gut ist. Genau, ja, hätte ich gesagt, Camaro läuft wieder. Das bedeutet, heute ist leider zu regnerisch, da mache ich jetzt keine Probefahrt. Oder was heißt Probefahrt, da mache ich jetzt keine kleine Ausfahrt. Ich wollte ja das letzte Mal, also letzte Woche wollte ich ja eigentlich einfach eine kleine Runde drehen, weil das Wetter schön war. Dann kam ja die Batterie dazwischen und nachdem das Batteriethema gelöst war, kam das Getriebe dazwischen. Jetzt heute ist das Wetter dazwischen gekommen. Ich weiß nicht, ob ich noch mal eine Fahrt machen kann vorm Instandsetzer. Wenn ja, packe ich auf jeden Fall die Kamera mit ein und zeige euch das. Ansonsten war es das heute in dem Video, wie gesagt, relativ kurz. Ich bin aber sehr happy, dass es so ein einfaches Problem war. Einfach nur ein bisschen Getriebeflüssigkeit auffüllen und schon schnurrt das Kätzchen wieder, beziehungsweise bewegt sich auch. Also das ist halt das Schöne bei den älteren Fahrzeugen. Bei einem modernen Fahrzeug hätte ich jetzt noch irgendwelche Steuergerätcodes löschen müssen, dann wahrscheinlich wieder die Anlernphase des Getriebes anschmeißen, weil er zwischendurch irgendwie einen niedrigen Stand hatte, was weiß ich. Hier ist es echt schön. Du kippst einfach was nach und die Mechanik tut wieder ihren Dienst. Super gut. Ja, ich hoffe, es war was Hilfreiches für euch dabei. Wie gesagt, dort hinten befindet sich, habt ihr jetzt gesehen, der beziehungsweise das ist kein Einfüllstutzen, der Messschieber oder beziehungsweise der Ölpeilmessstab für das Getriebeöl. Und das letzte Mal war das ein bisschen schwer zu erkennen. Heute noch mal ein bisschen im Close-Up. Hier ist dann der Peilmessstab für das Motoröl. Wie gesagt, bei den Chevy-Motoren ist das eigentlich immer so aufgebaut. Soweit ich weiß, also bei den Chevy-Motoren dieses älteren Jahrgangs, das ist ja so ein klassischer 5.7er, die haben immer so diese Trennung zwischen Peilmessstab für Getriebe und Peilmessstab für Motoröl. Und bei einem manuellen weiß ich es tatsächlich nicht, aber bei einem Automatik findet ihr es auf jeden Fall dort. Ja, ich hoffe, es war was Hilfreiches dabei. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch im nächsten Video mit dabei seid. Bis dahin, euch eine gute Zeit und ciao.